Hey Grace Family Church und Life Church, herzlich willkommen zum heutigen Abend. Wunderbar, dass wir heute Abend nochmals hier versammelt sein können, um das Geheimnis Gottes abzuschließen. Wir kommen nämlich heute Abend zum 8. Teil des Geheimnisses und das ist so der Höhepunkt von allen Geheimnissen Gottes, denn, so wie ihr seht auf dem Bild, wir schließen heute ab mit Teil 8, das göttliche Geheimnis, besiegt das satanische Geheimnis. Also ein absolutes Highlight, ein absoluter Höhepunkt von dieser Message-Serie. Und ich bin einfach begeistert, dass ihr mit dabei sein könnt und dass wir heute so viele losen Enden verknüpfen können und der Herr uns wirklich Offenbarung schenkt. Also, willkommen zurück, welcome back. Wir hatten heute einen fantastischen Morgen mit Wiedereröffnung. Wir hatten am Morgen im 9 Uhr Gottesdienst rund 100 Personen und dann nochmals rund 60 Personen. So, wow, wir haben einen ausgefüllten Tag und wie ihr wisst, ab ca. 20 Uhr werden wir dann in die Live-Church-Frage- und Antwortstunde dann wechseln. Also wollen wir keine Zeit verlieren, sondern gleich in Gottes Wort einsteigen und dieses letzte der göttlichen Geheimnisse, der 8 göttlichen Geheimnisse anschauen. Und wir nennen das göttliche Geheimnis siegt. Das göttliche Geheimnis besiegt das teuflische Geheimnis. Und was ist dieses Geheimnis oder was sind diese satanischen Geheimnisse? Es sind nämlich 2. Das eine ist das Geheimnis von Babylon, das ist das eine. Und das andere Geheimnis ist das der Gesetzlosigkeit. Und wir werden im Laufe dieser jetzt Lektion und Stunde werden wir ausführlich über diese 2 Geheimnisse reden. Das eine Geheimnis hat direkt in der Trübsalzeit mit einer Institution zu tun und das andere Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist eigentlich die Person des Antichristen. Aber wollen wir eins nach der Reihe anschauen und wir schauen also jetzt dieses erste von 2 satanischen Geheimnissen an und zwar Babylon. Wir müssen zur Offenbarung gehen, zum 17. Kapitel und dort lesen wir jetzt einfach Vers für Vers, also Offenbarung 17. Und eigentlich lesen wir die ersten 7 Verse miteinander durch, werde aber auch immer wieder kurz einen Stopp machen und anhalten, um euch auch die Symbolik zu erklären, die es eben hier zu interpretieren gibt. Das ist nämlich ganz wichtig, dass wir diese verstehen. Okay, er beginnt in Vers 1. Und einer von den 7 Engeln, welche die 7 Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht, die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Also wir haben hier gleich einmal viele Symbolik oder Symboliken, die wir grundsätzlich jetzt einmal erklären sollten. Das allererste ist, wir sehen hier drin die Könige der Erde. Also wir sehen auf der einen Seite, sehen wir und sind mittendrin in der Zeit der Trübsal. Und in der Zeit der Trübsal, da wird das Leben weitergehen, aber natürlich unter anderen Bedingungen. Es wird Staaten geben, es wird Reiche geben, es wird 10 Reiche geben. Man kann sagen 10 Reiche aufgeteilt und das sind die führenden Könige oder Staatsführer eben in der Trübsalzeit, bis dann der Antichrist so richtig auftritt. Und wir werden das gleich in einem Moment im Zusammenhang sehen. Also, es heißt, die Könige der Erde haben Unzucht getrieben. Und das haben sie getan. Und wir müssen verstehen, dass es heißt hier auch, dass diese Könige der Erde im Vers 1, die stehen auch für Nationen natürlich. Also nicht nur für Regierungen, sondern für Nationen. Denn die große Hure im Schluss vom Vers 1 hat an vielen Wassern gesessen. Wenn wir jetzt zum Beispiel weiterlesen würden in Kapitel 17, würden wir herausfinden, dass das Bild der Wasser ist ein symbolisches Bild für Völker. Also das Meer, die Wasser, das bedeutet eigentlich immer Nationen. Das bedeutet Völker. Und so wissen wir, Völker und Nationen sind mit den vielen Wassern eben gemeint.
ganz präzise sehen wir dann das, wir gehen nicht dorthin, aber für ein weiteres Studium sehen wir das im 15. Vers von diesem 17. Kapitel. Wir gehen jetzt nicht dorthin, aber dort wird uns erklärt, dass viele Wasser, viele Nationen und viele Völker sind. Die Könige der Erde, das ist die Weltregierung der ersten Hälfte der Trübsal, die besteht nämlich aus 10 Königen. Also in der ersten Hälfte der Trübsal wird die Erde regiert von insgesamt 10 Königen. In der Mitte der Trübsal verlieren diese Könige all ihre Autorität an den Antichristen und sie übergeben ihre Autorität dem Antichristen. Dass es am Schluss oder ab der Mitte der Trübsal nur noch einen einzigen Weltherrscher gibt, eben bereits genannt der Antichrist. Wenn wir jetzt weiterlesen, dann kommen wir zu Vers 3 und dort heißt es, und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Jetzt müssen wir verstehen, was bedeutet das scharlachrote Tier? Was bedeuten die Köpfe und die Hörner? Auch das ist ganz entscheidend in der Interpretation, um herauszufinden, wer gemeint ist mit Babylon. Das scharlachrote Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, das ist das 4. heidnische Reich, das Nebukadnezar in seinem Standbild gesehen hat oder das im Danielbuch beschrieben wird. Mit anderen Worten, dieses scharlachrote Tier gehört zum römischen Reich. In dieser Prophetie von Daniel im Standbild des Nebukadnezars sieht er 4 Weltreiche. Und das 4. und letzte Weltreich, bevor Jesus wiederkommt, ist das römische Reich. Und dieses römische Reich ist eben das heidnische 4. Weltreich. Und das bezieht sich hier und ist verbunden mit dem scharlachroten Tier von 7 Köpfen und 10 Hörner. Die 10 Hörner, die beschreiben wieder diese 10 Könige oder diese 10 Reiche in der Trübsalzeit. Und wie eben diese 10 Reiche auf der Erde verteilt, diesen 7 Königen oder Regierungschefs unterteilt sind. Die 7 Köpfe repräsentieren eigentlich nochmals 7 verschiedene Arten von Regierungsformen. Einige deuten hier, das wäre Rom, weil Rom nennt man die 7-Hügelstadt. Grundsätzlich meine Meinung ist, dass wir das so nicht unbedingt bestätigen können, aber es ist in der Endzeittheologie eine zweite Ansicht, die es gibt, dass diese 7 Köpfe Rom repräsentiert, weil Rom eben die 7-Hügelstadt genannt wird. Aber wir sehen hier drin eigentlich mehr Regierungsformen. Also nicht jetzt eine Stadt, ein Ort oder ein Land oder eine Ortschaft, sondern mehr eigentlich wieder verschiedene Regierungsformen, weil 7 Köpfe, 7 Hörner hängen eben zusammen und da drin sehe ich Regierungsformen. Dann heißt es im Vers 4, und die Frau, siehst du, jetzt wird von einer Frau geredet, war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Jetzt wird uns beschrieben, dass diese Frau, die er hier sieht in dieser Prophetie, und wir werden nachher sehen, damit meint er eben Babylon, dass diese Frau ist übergoldet. Und dieser Ausdruck, diese Symbolik des Übergoldetseins bedeutet, dass diese Institution ist reich und einflussreich. Das heißt, es ist ein reiches und ein einflussreiches System. Und jetzt sagt er, im Vers 5, sagt er, und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis. Babylon, die große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und jetzt wird eigentlich das Geheimnis uns aufgezeigt. Das Geheimnis Babylon, das Geheimnis dieser Frau, und er nennt sie
eben die Mutter der Huren. Und das hat einen bestimmten Grund, zu dem ich gleich komme. Aber wir wollen festhalten, es handelt sich hier um ein Geheimnis, deswegen nennt er es Geheimnis Babylon. Und das ist das erste von zwei satanischen Geheimnissen. Babylon ist mehr ein religiöses System der Endzeit als einfach jetzt eine bloße Institution. Babylon wird eine Superkirche werden. So wie in der Geopolitik, wie alles dazu bestrebt ist, einen europäischen Superstaat zu erstellen, man nennt es European Superstate, wird in der Trübsalzeit eine Einheitsreligion entstehen, eine sogenannte Superkirche. Und diese Einheitsreligion, dieses religiöse System der Endzeit wird dominieren. Und diese Superkirche nennt sich eben Babylon. Aber es ist eben schlussendlich mehr ein System als jetzt eine bestimmte Institution. Und ganz wichtig, dass wir das als Ganzes betrachten, als einheitliches System. Im Vers 5 gibt er uns also Aufschluss, dass dieses Geheimnis die Hure Babylon ist. Und dann sagt er im Vers 6, und ich sah die Frau, siehst du, er nennt sie die Frau, ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Diese Superkirche wird verantwortlich sein für die Christenverfolgung und für den Märtyrertod von vielen in den ersten 3,5 Jahren der Trübsalzeit. Das heißt, diese Institution wird Blut an ihren Händen haben. Blut wird an ihren Händen kleben und an ihren Fingern, weil sie Verfolgung zulassen und Menschen werden ihr Leben lassen, weil sie von dieser Superkirche, von diesem System verfolgt werden. Und er sagt, das Blut der Zeugen Jesu, das Blut der Heiligen. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Er sagte, ich verwunderte sehr, als ich sie sah. Und dann hat noch im Vers 7, und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis, siehst du, hier ist das zweite Mal, das Geheimnis, das Mysterium der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Und hier kommt eigentlich eine Kulmination, also ein Zusammentreffen von allen wichtigen Akteuren in der Trübsalzeit zusammen. Nummer 1, das Geheimnis der Frau. Babylon wird das religiöse System sein in der Endzeit. Es ist eine Superkirche. Und diese Superkirche, es heißt, ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt. Also mit anderen Worten, das Tier benutzt, und das Tier hier ist immer der Antichrist gemeint, er benutzt diese Superkirche, ich wollte fast sagen Superkrise, er benutzt diese Superkirche, um was? Um an die Macht zu kommen. Er benutzt sie also, um an die Macht zu kommen und seine Macht zu sichern. Aber in der Mitte der Trübsalzeit wird er diese Superkirche los. Und Babylon wird in der Mitte der Trübsalzeit zerstört, weil er kann sie dann nicht mehr brauchen für seine Macht, weil er sich selbst zu Gott macht und von allen Menschen selbst Anbetung fordert. Deswegen braucht er sie nur. Der Antichrist braucht Babylon, die Hure, die Mutter der Huren, diese Frau, das Geheimnis dieser Frau, nur in den ersten 3,5 Jahren. Danach wird sie vernichtet und er wird der alleinige Gott auf dieser Erde sein und sich so darstellen. Und das verlangt er ja dann auch von den Menschen. Er verlangt Anbetung. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen und dass wir das vorausgeschickt eben im Zusammenhang bringen. Die 7 Köpfe hier wieder, die 10 Hörner. Auch hier in der ersten Hälfte der Trübsal werden diese Könige der Erde, diese Regierungschefs, diese insgesamt 10, werden ihm helfen, werden ihm zur Macht verhelfen. Aber in der zweiten Hälfte der Trübsal werden auch sie ihre Autorität verlieren, weil ab der Mitte der Trübsal, übrigens erst dann kommt die Zahl 666 ins Spiel, erst in der Mitte der Trübsal, wenn er sich in den Tempel setzt in Jerusalem und sagt und verlangt, man müsse
müsse ihn anbeten. Dann übernimmt er alleinige Macht für die zweite Hälfte der Trübsalzeit. Wer ist also Babylon? Simpel und einfach, es ist die Braut des Antichristen. So wie Christus eine Braut hat, so wie Jahwe selbst Israel als Frau hat, so ist die Braut des Antichristen Babylon. Siehst du, er ist ja der Anti vom Christus und es muss alles übereinstimmen wie bei Christus, einfach in der gegenüberliegenden Seite. Und deswegen hat auch er eine Braut. Er hat eine Fake-Braut. Er hat eine Fake-Frau. Er hat eine Fake-Braut. Und es ist kein Zufall, dass uns eben die Bibel sie als Frau darstellt, weil auch Christus eine Frau hat und weil auch Jahwe natürlich eine Frau hat, Israel. Wir, die Gemeinde, sind die Braut Christi und Babylon ist eben die Fake-Braut des Antichristen. So, das Geheimnis dieser Frau ist simpel und einfach. Da gibt es einen Body of Christ und da gibt es ein Babylon. Der Body of Christ, das sind wir, das ist die Gemeinde. Babylon, das ist die Braut des Antichristen. Aber Babylon selbst ist ja nicht das Geheimnis, weil Babylon existierte schon im Alten Testament. Babel, der Turmbau zu Babel, das ist Babylon. Nimrod, der erste Imperialist, der erste Weltbeherrscher oder Weltherrscher in der Geschichte der Menschheit, findest du übrigens in 1. Mose 11, also Genesis Kapitel 11, dort findest du die Geschichte von Nimrod. Er selbst baute einen Turm und Babylon war schon dort das Zentrum der Menschheit. So wird es eben auch in der Trübsalzeit wieder das Zentrum werden. Auch die Stadt hier ist hier gemeint. Und wir haben einfach hier die Parallele, dass auf der einen Seite war Babylon nichts Neues, weil es im Alten Testament ja schon bekannt war. Also kann das nicht das Geheimnis sein, da es im Alten schon bekannt war. Das Geheimnis ist, dass diese Institution, dieses religiöse System in der Trübsalzeit zur Superkirche heranwachsen wird. Und das Einzige, was wir jetzt sehen, sind gewisse Tendenzen, die dorthin strömen oder die dorthin ihre Direktive finden wollen. Aber dass sie zur Superkirche wird, zum superreligiösen System wird, das war im Alten Testament nicht bekannt. Und das ist eben das Neue und das ist das Geheimnis. Also das Geheimnis ist, es ist eine Frau, es ist die Fake-Braut des Antichristen und Babylon ist die Superkirche, das war unbekannt im Alten Testament, die Superkirche der Trübsalzeit. Es ist nicht jetzt die Superkirche, es wird erst zur Superkirche. Wir sehen erst jetzt eben Bewegungen dorthin. Okay, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und dann, was auch sehr bemerkenswert ist, dass Worte wie Unzucht, Unreinheit etc., Hure und so fällt. Weswegen wird das mit Religion verbunden? Weswegen diese Ausdrücke? Eben, wir haben Unzucht, wir haben Unreinheit. Es wird von einer Hure gesprochen. Religion und Sex waren schon immer eng miteinander verbunden. Religion und Sex haben eine enge Verbindung und es sollte uns eben eigentlich auch nicht schockieren, wenn wir hinsichtlich dieser engen Verbindung von Sex und Religion ständig von Nachrichten hören, wo die Kirche involviert ist. Das ist das größte Problem in der Kirche und deswegen haben wir die Ausdrücke hier eben auch in der Trübsalzeit, haben wir diese Ausdrücke sehr stark, sehr gegenwärtig, sehr präsent und es sind starke Ausdrücke. Also die dunkelsten Ecken des Christentums sind die Sexskandale im Christentum. Das sind die dunkelsten Ecken des Christentums und der Christenheit. Und der Höhepunkt ist dann eben in der Trübsalzeit. Also du darfst nie vergessen, die Zeit der Heiden endet mit der Trübsalzeit. Die Gemeinde ist zwar weg, aber das Christentum bleibt bestehen. Die Gemeinde ist nur ein Teil des Christentums. Wir haben das vor ein paar Wochen miteinander angeschaut.
die Gemeinde, der Leib Christi, die Wiedergeborenen, sind nur eine Facette von insgesamt verschiedenen Facetten von der Christenheit. Die Christenheit ist ein großes Aquarium mit vielen verschiedenen Fischen drin. Da gibt es Weizen und da gibt es Unkraut. Und da haben wir eben auch einen Höhepunkt, sehen wir in der Trübsalzeit mit Babylon. Auf der anderen Seite, wenn Sexualität richtig angewandt wird, ist es das Erfüllendste in einer Ehe. Sexualität in einer Ehebeziehung ist halt eben geistlich. Sex ist spiritual. Es ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Sex ist immer etwas Geistliches. Deswegen sehen wir hier, dass Sex und Religion verbunden ist. Und wenn wir das begreifen, dass Sexualität etwas von Gott Geschaffenes ist, etwas Geistliches ist, dann kann der Satan nicht Sexualität missbrauchen. Er missbraucht natürlich Sexualität für seinen Zweck und für seine Zwecke. Aber wenn wir verstanden haben, wozu Gott Sex geschaffen hat, im Rahmen der Ehe, ist es das Erfüllendste, was eine Ehe erfahren kann, weil Sex nicht etwas Natürliches ist oder Fleischliches ist, sondern etwas Geistliches. Im Alten Testament wird die Verbindung der Sexualität immer zum Götzendienst gemacht. Götzendienst im Alten Testament nennt man geistliche Unzucht. Das ist im Alten Testament die Beschreibung. Götzendienst ist geistliche Unzucht und das ist nichts anderes als geistliche Prostitution. Das ist, was Unzucht bedeutet in dem Moment. Es ist Prostitution. Und ich möchte dir hier etwas vorlesen, dass dir sofort klar wird, weswegen diese Superkirche auch so viel Macht dann erhalten wird. Genau das ist es, was die Prostituierte Babylon tut. Es ist ja die Hure. Die Hure ist die Prostituierte. Also diese Superkirche ist eine prostituierte Frau. Und genau das ist es, was sie tut. Eine Prostituierte nimmt das, was einen bestimmungsgemäßen Gebrauch hat, um es in unpassender Weise zu benutzen. Das tut eine Prostituierte mit dem Geschlechtsakt. Sex hat einen legitimen Zweck in der Ehe, aber die Prostituierte nimmt das, was einen rechtmäßigen Zweck hat, und gebraucht es in falscher Weise. Dasselbe tut die Hure Babylon mit der Religion. Es gibt einen rechtmäßigen Gebrauch der Religion. Und dieser ist, den Menschen zu dienen. Wenn aber die Religion prostituiert wird, rückt sie von der Position des Dieners ab und nimmt die Position des Herrschers ein. Das ist es, was Babylon tut. Das ist die Rolle, die sie in der Trübsal spielt. Sie rückt ab von der Position des Dieners und sie nimmt die Position der Herrschaft ein. Das ist, was sie zur Superkirche eben auch entstehen lässt, unter natürlich der Anleitung und Führung des Antichristen. Dieses Weltreligionssystem mit Namen Babylon, wie ich bereits schon erwähnt habe, von der ersten Hälfte der Trübsal, wird in der Mitte der Trübsal durch den Antichristen zerstört. Der Antichrist ersetzt diese Weltreligion damit, dass er alleinige Anbetung fordert. Die Zerstörung der Superkirche in der Mitte der Trübsal, die Zerstörung dieses Geheimnisses von Babylon, bereitet jetzt die Bühne für das zweite satanische Geheimnis. Das Geheimnis von Babylon wird dann durch das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ersetzt, ab Mitte der Trübsal. Das eine Geheimnis löst das andere Geheimnis ab. Deswegen redet die Bibel von zwei satanischen Geheimnissen. Und deswegen führt uns das zu diesem zweiten jetzt. Und dieses zweite Geheimnis ist das Geheimnis der
Gesetzlosigkeit. Und Paulus beschreibt das im Thessalonicher Brief. Deswegen gehen wir zum 2. Thessalonicher, Kapitel 2, und wir lesen Verse 1 bis 8. Paulus sagt hier: Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Also lassen Sie mal kurz einen Stopp machen. Paulus redet endzeitmäßig. Er redet von der Wiederkunft des Herrn. Und wenn er der Gemeinde von der Wiederkunft des Herrn redet, wenn er das in der Gemeinde spricht, meint er die Entrückung für die Gemeinde. Also die Entrückung kommt zuerst, dann 7 Jahre Trübsal und dann die Wiederkunft. Also für die Gemeinde ist eben die Entrückung die Wiederkunft des Herrn. Und er sprach das schon vor 2000 Jahren an, denn offensichtlich gab es schon vor 2000 Jahren falsche Lehren über die Entrückung. Im Vers 2 zeigt er uns nämlich auf, was das für eine falsche Lehre ist. Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Und jetzt müssen wir verstehen, dass man immer, er sagt, der Tag des Herrn oder der Tag des Christus, dann meint er nicht die Entrückung, sondern die Trübsalzeit. Also wann immer Paulus vom Tag des Herrn redet, dann meint er die 7 Jahre Trübsalzeit. Und was er hier mit Vers 1 verbindet, ist, dass einige Leute in der Thessalonicher Gemeinde haben anscheinend ein Schreiben oder einen Brief erhalten von irgendjemandem, er sagt von irgendeinem Geist, oder von einem Wort oder ein Schreiben, das nicht von ihm ist. Und in diesem Schreiben wurde gesagt, dass man schon in der Trübsalzeit ist. Und dass die Entrückung oder dass die Wiederkunft schon stattgefunden hätte. Also du siehst, schon dazumals hatte er dieselben Probleme, wie wir sie heute haben. Diese falsche Lehre, dass die Entrückung erst in der Trübsal stattfinden würde, war schon zur Zeit des Paulus da. Und diese falsche Lehre gibt es heute auch noch. Es gibt ganz, ganz viele, die glauben, die Entrückung findet in der Trübsalzeit statt. Das ist, was Paulus hier erlebt. Und er sagte, das ist Nonsens. Glaubt nicht solch einem Wort, glaubt nicht solch einem Brief. Als wäre der Tag schon da oder angebrochen. Natürlich nicht. Wir sind noch nicht in der Trübsalzeit. So wie Paulus vor rund 2000 Jahren auch noch nicht in der Trübsalzeit war. Aber siehst du, die Lehren, die falschen Lehren sind immer dieselben. Es sind entweder gnostische Lehren, es sind entweder Judaismuslehren oder es sind Lehren über die Entrückung. Alles falsche Lehren, die dazumals so wie heute exakt dieselben sind. Es gibt heute so viele Christen, so viele Gläubige, die sagen, die Entrückung findet während der Trübsalzeit statt. Einige behaupten in der ersten Hälfte, andere behaupten in der zweiten Hälfte. Man nennt das Posttribulationismus. Das Entrückung findet erst in dieser schlimmen Zeit für die Gemeinde statt. Diese Lehre war schon eine Irrlehre in der Bibel. Deswegen findet sie eben genau nicht in der Trübsalzeit statt, weil Paulus das ganz klar hier sogar anspricht. Was man auch vor allem sieht im Christentum und in der Christenheit, es sind vor allem die Sondergruppen. Die Sondergruppen sprechen oft darüber, dass die Entrückung finde in der Trübsalzeit ab. Aber das ist nicht Bibel. Die Bibel redet ganz klar davon, die Entrückung findet vor der Trübsalzeit statt. Eindeutig, da gibt es nichts zu rütteln. Und wenn man die Posaunen noch ins Spiel bringen will, das hat nichts mit den Gerichtsposaunen zu tun, wie wir nachher dann noch sehen werden. Unsere Posaune ist die des Posaunenfests und keine Gerichtsposaune. Also, als Paulus davon redete,
bei der letzten Posaune ist nicht die von Offenbarung gemeint, wo dann die Gemeinde entrückt wird, sondern das ist eine andere Posaune und es ist vor allem der letzte Posaunenton des Posaunenfests Rosh Hashanah. Also, Leute vermischen ganz viel Zeugs, weil sie nicht an die Dispensationen glauben und weil sie keine Zeitalterunterteilung machen und dann endet man mit ganz, ganz komischen Ansichten und Lehren. Offensichtlich war, gemäß 2. Thessalonicher, schon zur Zeit des Paulus, das eine große falsche Lehre, dass die Entrückung erst in der Trübsal stattfinden würde. Also, natürlich nicht. Als wäre der Tag des Herrn schon da? Absolut nein. Der Tag des Herrn, das ist die Trübsal, ist noch nicht da. Corona ist nicht Trübsalzeit, sondern es sind nur Wehenkontraktionen und die nehmen zu wie bei einer Schwangeren, die kurz vor der Geburt steht. Wenn wir jetzt weiterlesen, Vers 3 und 4, dann sagt er hier, lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen. Siehst du, hier bringt es nochmals auf den Punkt. Don't believe that stuff. Also all die verschiedenen Ansichten, die es gibt. Die Bibel ist klar, Entrückung ist vor der Trübsal. Denn es muss unbedingt, und jetzt beschreibt er zwei Dinge, was geschehen muss, bevor das eben stattfindet. Es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Und jetzt nähern wir uns dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, wer ist das? Der Antichrist. Der Antichrist wird erst offenbar, nachdem wir entrückt sind. Vorher wird er nicht offenbar werden. Und es muss zuerst der Abfall kommen. Viele haben geglaubt, der Abfall bedeutet, das Christentum, die Gläubigen in dem Sinn, die gläubigen Christen fallen ab. Die gläubigen Christen fallen aus dem Glauben ab. Aber der Abfall hat mit der Laodicea-Gemeinde zu tun. Diese Zeitepoche von Laodicea, die rund letzten 100 Jahre, die sind geprägt von einem Christentum, das abgefallen ist insgesamt. Weswegen? Weil die liberale Theologie glaubt nicht an einen dreieinigen Gott. Die liberale Theologie will die Bibel umschreiben, weil man glaubt nicht an die Unfehlbarkeit von Gottes Wort. Man will die Bibel umschreiben, man will Dinge ersetzen. In Dänemark ist es so, dass das Wort Israel aus der Bibel entfernt wird. All das ist liberale Theologie, all das ist Laodicea und das ist, was ist das? Das ist der Abfall. Die liberale Theologie, die unsichtbare Kirche, das, was nur sichtbar ist, Kirchentürme, das ist sichtbar und das ist die sichtbare Kirche. Aber die unsichtbare Kirche ist der Leib Christi, die Gläubigen, die Wiedergeborenen. Und der Abfall bezieht sich eben auf die unsichtbare, auf die sichtbare Kirche, weil die liberale Theologie die Jungfrauengeburt nicht mehr anerkennt, die Dreieinigkeit nicht anerkennt, die Unfehlbarkeit von Gottes Wort nicht anerkennt, was einst aus der Erweckung des 19. Jahrhunderts gekommen ist, wird heute so verwässert und zur Religion für jeden Mann gemacht, damit jeder irgendwie es annehmen kann und all diese Dinge, die wichtig sind, man entfernt. Gottes Wort ist unfehlbar. Gottes Wort kann man nicht verhandeln. Gottes Wort ist das Unfehlbarste, was es gibt. Man kann nicht sagen, die Bibel ist fehlbar, wir müssen sie umschreiben, gemäß unserer Zeit. Das ist Nonsens. Und all das kommt durch die sichtbare Kirche. Wir nennen es liberale Theologie. Aber dank sei Gott, da gibt es eine unsichtbare Kirche. Und das sind die Wiedergeborenen. Das sind alle Menschen, die Jesus Christus als persönlichen Herrn und Erlöser kennen und die neue Geburt erfahren haben. Und das ist die unsichtbare Kirche. Und der Abfall bezieht sich nicht auf die unsichtbare Kirche, sondern auf die sichtbare Kirche, auf die drei großen Weltreligionen. Okay? Der Abfall bezieht sich auf das. Und deswegen wird das zuerst kommen, das haben wir erfüllt. In den letzten 100 Jahren haben wir diesen Abfall gesehen. Wir haben also gesehen, wie das Christentum verwässert wurde, allgemein gemacht wurde, dass jeder irgendwie, wie es ihm passt, ans Christentum glauben kann, weil all diese Dinge rausgenommen wurden. Und das ist der Abfall. Aber was noch fehlt ist, das Zweite, der Sohn des Verderbens, der Mensch der Sünde muss geoffenbart werden. Und das ist der Antichrist und den kennen wir bis heute nicht. Und deswegen sind wir noch nicht in der Trübsalzeit.
Er sagt nämlich, das muss zuerst geschehen. Es kann nicht zur Trübsal kommen, ehe diese zwei Dinge passieren. Das erste ist passiert, das zweite noch nicht. Das wird erst noch passieren, deswegen sind wir noch nicht in der Trübsal. Und jetzt kommen wir langsam dem Geheimnis näher. Denn im Vers 4 sagt er, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Also wir sehen hier, haben hier einen Zeitsprung gemacht, was der Antichrist in der Mitte der Trübsalzeit tun wird. Er wird sich in den Tempel setzen und er wird sich als Gott ausgeben. Denkt, Vers 5, ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war. Und jetzt geistert ja dieser Brief rum, der sagt, ja, all das ist schon passiert. Nein, das stimmt eben nicht. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält. Es gibt jetzt etwas, das all das noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Damit er ist der Antichrist. Damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit, etwas hält zurück. Und im Vers 7 kommt er jetzt zu diesem Geheimnis, ich werde gleich erklären, was zurückhält, aber er kommt dann jetzt im Vers 7, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein und dann, erst dann, wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Zuerst muss das aus dem Weg sein, was jetzt den Antichristen aufhält. Und das sind wir. Das ist die Church, das ist die Gemeinde und das ist der Heilige Geist in der Gemeinde. Deswegen, einige sagen, das ist der Heilige Geist, der ist der Zurückhalter der Trübsalzeit und des Antichristen. Stimmt schon, aber es ist eben der Heilige Geist in der Gemeinde. Es sind uns beide, wir beide. Die Gemeinde, der Leib Christi und der Heilige Geist in dieser Gemeinde muss entfernt werden, damit sich der Antichrist offenbaren kann, weil wir halten zurück. Und wir sind uns dessen eigentlich gar nicht bewusst. Aber einfach unsere Gegenwart hier. Die echte Braut hält die Fake-Braut zurück. Okay? Die echte Braut, das sind wir, sie hindert im Moment die Fake-Braut und dann das Wirken des Antichristen. Also, wir sind der zurückhält, preis dem Herrn, das ist uns. Und dann sagt er, dann wird das Geheimnis der Gesetzlosigkeit und der Gesetzlose offenbar werden. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Der Gesetzlose und die Gesetzlosigkeit ist ein und dasselbe wie der Sohn des Verderbens und der Mensch der Sünde, der Antichrist. Israel lässt sich auf den Antichristen ein und schließt am Anfang der Trübsalzeit, der 7-jährigen Trübsalzeit, mit ihm einen Friedensvertrag. Siehst du, all diese Dinge sind schon am Wirken seit mehreren Jahrzehnten. Und deswegen, Dinge sind schon am Wirken, aber er, der dies dann zum Wirken gänzlich bringt, ist noch nicht offenbar. Israel wird mit ihm einen Friedensvertrag schließen, der dann vom Antichristen gebrochen wird. Und weißt du was? Das ist eben nicht das Geheimnis. Weil das finden wir im Daniel-Buch. Das ist die Daniel-Prophetie. Daniel beschreibt im Alten Testament dieses Geheimnis. Er beschreibt den Gesetzlosen, er beschreibt den Antichristen in der Daniel-Prophetie vom Daniel-Buch. Also das kann nicht das Geheimnis sein, sondern es ist etwas anderes. Das Geheimnis ist, dass der Antichrist nicht auf reguläre Weise an die Macht kommt. Also nicht ordentlich oder demokratisch gewählt wird. Seine Bosheit wird durch eine gesetzlose Art geoffenbart. Das ist, was geschehen wird. Der Antichrist sagt, Macht schafft ihr eigenes Recht. Das ist seine These. Er wird auftreten und er wird sein eigenes Recht schaffen, weil er ist der Gesetzlose.
Und gesetzlos bedeutet hier im Kontext, er hält sich an keine der Gesetze, er schafft sein eigenes Recht. Er hält sich auch nicht an die Gesetze Gottes, ist ihm alles egal, er schafft sich sein eigenes Recht. Als der Gesetzlose erkennt der Antichrist keinerlei Autorität und Gesetz über sich an. Er wird nach seinem Gutdünken handeln und nichts anerkennen, was irgendwie über ihm steht. Der Gesetzlose wird sich keiner übergeordneten Ordnung unterordnen. Er wird ohne jeden Bezug zu irgendeiner Art von Recht handeln. Er wird ohne jeden Bezug zu irgendeiner Art von Recht handeln. Also auf die eine oder andere Art und Weise wird die Rechtsstaatlichkeit, wie wir sie in einer Demokratie kennen, wird ausgehebelt. Okay? Deswegen ist es keiner der heutigen Staatsführer, denn die wurden alle demokratisch gewählt. All das trifft nicht auf den Antichrist, den Gesetzlosen, der kein Gesetz kennt, zu. Jetzt im Daniel 11, Vers 36 bis 39 haben wir einen Hinweis. Dort heißt es, und der König wird tun, was ihm beliebt und wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen. Und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist, denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. Hier ist ein Vorausblick, was der Antichrist tun wird. Und er wird tun, was ihm beliebt. Das ist der erste Satz. Dieser neue König, weil er ersetzt alle anderen 10 Könige in der Mitte der Trübsalzeit. Er tut, was ihm lieb ist, was ihm beliebt, und er wird sich erheben und tun gegen jegliche Autorität, selbst gegen natürlich die Autorität Gottes. Er macht, was er will, und das ist sein Credo. Meine Macht schafft ihr eigenes Recht. Das ist, was er tun wird. Und so kommt er an die Macht. Nur so kommt er an die Macht. Er kommt auf keine andere Art und Weise an die Macht. Er kommt an die Macht, weil er sich sein eigenes Recht schafft. Und währenddem er dann an der Macht ist, ab der Mitte in der Trübsalzeit, währenddem er sich in den Tempel setzt und verlangt, angebetet zu werden von der Menschheit, in diesem Moment kommt ein neuer Gott ins Spiel der Menschheit. Er wird der Menschheit präsentieren einen neuen Gott, von dem noch nie gehört wurde, der noch nie bekannt wurde. Der Antichrist setzt sich in den Tempel, er setzt sich dorthin als Gott und er wird zugleich einen neuen Gott präsentieren, ein Standbild und einen neuen Gott präsentieren, den zuvor die Menschheit noch nicht gekannt hat. Wenn wir hier weiterlesen, dann sehen wir im Vers 38, stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren. Das ist ein neuer Gott, der in der Trübsalzeit entsteht. Siehst du, wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir von Baals-Götzen und wir lesen von den Götzen, von den heidnischen Völkern, mit denen sich Israel nicht vermischen sollte. Wir lesen von all diesen crazy gods, aber das ist ein neuer Gott, der erst ins Spiel kommt in der Mitte der Trübsalzeit. Der Antichrist sagt, ich bin Gott und mein Gott ist der Gott der Festungen. Boom. Und das muss angebetet werden. Er präsentiert. Der Antichrist wird einen neuen Gott verehren mit einem neuen Namen. Letztendlich ist es natürlich Satan. Letztendlich ist es der Teufel. Der Gott der Festungen ist letztendlich der Teufel. Trotzdem kannte diesen Gott niemanden. Niemanden jemals hat diesen Gott vorher gekannt. Und selbst für uns ist das neu. Ich meine, wie gesagt, wir haben schon von Baals-Götzen und so gehört. Aber der Gott der Festungen? Selbst für uns ist das neu. Und Gott sei Dank werden wir das nicht mehr erleben. Aber das wird der neue Gott sein. Schlussendlich wird es Satan sein, den er präsentieren wird. Weißt du, er wird ja nicht kommen. Das ist ja die List des Teufels. Der Teufel kommt ja nicht und sagt, hihihi, ich bin der Teufel. Betet mich alle an. Das wird er ja genau nicht machen.
Er wird sich als Engel des Lichts verstellen und alle meinen, ein Angel, ein Engel. Alle meinen ein Engel. Aber er wird ja nicht kommen und sagen, hihihi, ich bin der Teufel und ich bin Satan. Nein, er wird sich neu präsentieren. Menschen haben noch nie von diesem dann Neuen gehört, aber schlussendlich ist seine Maske. Okay? Jetzt, das ist das zweite Geheimnis. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das jetzt offenbart wird und das richtig voll installiert ist, wenn er sich in der Mitte in den Tempel setzt. Und jetzt regiert er mit seiner Macht die zweite Hälfte der Trübsalzeit. Und wenn Gott die Tage nicht verkürzen würde, dann hätte die Menschheit keine Hoffnung. Aber die Tage werden verkürzt. Diese 3,5 Jahre werden die schlimmsten 3,5 Jahre in der Geschichte der Menschheit werden. Man nennt sie die große Drangsal. Aber in diesen 3,5 Jahren steigern sich eben auch über diese ganzen 7 Jahre verteilt, steigern sich die Gerichte Gottes in der Offenbarung, Schalengerichte, Posaungerichte, Siegelgerichte. Sie steigern sich und sie haben einen Zweck, warum sich diese Gerichte steigern. Weil jetzt kommt das Geheimnis Gottes ins Spiel, das das satanische Geheimnis besiegt. Das satanische Geheimnis ist die Hure Babylon und der Gesetzlose. Aber was wir eben auch sehen ist, dass nachdem der Gesetzlose offenbar wird, sich in den Tempel setzt, jetzt kommt Gottes Geheimnis und es dient einem Zweck. Und das sehen wir in Offenbarung 10, Vers 5 bis 7. Dort lesen wir nämlich, und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darauf ist, und das Meer und was darin ist, es wird keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des 7. Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, und das ist jetzt die Gerichtsposaune, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. Was jetzt passiert ist, Gottes Geheimnis wird das Satanische besiegen. Und es wird initiiert durch die Gerichte der Offenbarung. Es sind nämlich sich steigernde Gerichte. Deswegen sehen wir verschiedene Gerichtsarten. Sie steigern sich, um das satanische Geheimnis zu richten. Die Gerichte Gottes in der Offenbarung richten sich nicht in erster Linie an Menschen. Sie steigern sich, diese Gerichte, um das satanische Geheimnis zu vernichten. Und deswegen braucht es den Zorn Gottes. Der Zorn Gottes muss da sein, um Satan komplett zu besiegen. Jetzt er sagt, so soll das Geheimnis Gottes vollendet werden. Das ist übrigens dieses Wort vollendet, ist dasselbe Wort, das Jesus am Kreuz sagte, es ist vollbracht. Also das Wort vollbracht, vollendet, ist dasselbe Wort. Gott spricht zweimal in der Schrift, einmal am Kreuz und einmal am Schluss der Trübsalzeit, vollbracht. Finished. Denn am Kreuz nahm Jesus den Zorn Gottes auf sich, damit er nicht mehr auf uns kommt, auf die Gläubigen. Und in der Offenbarung wird Gott seinen Zorn ausschütten, damit das satanische Geheimnis gerichtet wird. Beides muss vollbracht, vollendet werden. Dieses letzte Geheimnis, der Geheimnisse Gottes, ist ein feierliches Geheimnis. Ja, es ist sogar ein, wie wir hier sehen, ein heiliges Geheimnis. Der Inhalt dieses letzten Geheimnisses, und zwar des Geheimnisses Gottes, ist folgender. Wenn die 7. Posaune von den insgesamt 7 Posaunengerichten geblasen wird,
Also es ist die letzte Posaune der 7 Posaunengerichte. Wird dies ein Ereignis auslösen, das wir die 7 Schalengerichte nennen. Die einen Gerichte leiten die anderen ein. Am Schluss dieser Schalengerichte ist das Geheimnis vollendet, indem es das satanische Geheimnis komplett zerstört hat. Viele interpretieren hier fälschlich eben die Entrückung mit hinein. Sie denken, das ist doch die Posaune, von dem Paulus gesprochen hat. Aber die hat nichts mit seiner Posaune zu tun. Diese Posaunen hier in der Offenbarung haben nichts mit der Posaune bei der Entrückung zu tun. Diese Offenbarungsposaunen sind Gerichtsposaunen, nicht für die Gemeinde, sondern um das satanische Geheimnis zu richten und zu besiegen. Das Geheimnis ist nicht, dass es einen Zeitabschnitt des Gerichtes Gottes geben wird. Das war den Propheten im Alten Testament bereits bekannt. Sie wussten auch, dass eine Periode von Gottes Zorn immer zum Königreich führen würde. Das ist nichts Neues. Das Neue ist, dass der Zweck dieser sich steigernden Gerichte in der Offenbarung dazu dient, das satanische Geheimnis vollständig zu besiegen. Dazu ist die Offenbarung da. Dazu sind die Gerichte in der Offenbarung da. Der Zweck der vielen Gerichte in der Offenbarung dient also nicht wie oft angenommen den Menschen, sondern dient dazu, um das gesamte satanische Geheimnis von Babylon und der Gesetzlosigkeit zu richten. Es braucht den Zorn Gottes to kill the beast. Warum der Zorn Gottes? Es braucht ihn to kill the beast. Das Beast ist das Tier. Das Tier ist der Antichrist und Satan. Es braucht den Zorn to kill the beast. Und jetzt ist das Perfide hier. Der Teufel weiß, seine Zeit ist abgelaufen. Und weißt du, was der Teufel jetzt behauptet? Weißt du, was der Teufel behauptet? Falsche Theologie behauptet, dass Gott nicht ein rachesüchtiger Gott der Offenbarung sein kann und der mit Zorn ausgestattet ist. Falsche Theologie sagt, das ist eine Erfindung von vielen Menschen. Gott ist immer ein gnädiger und immer ein barmherziger Gott gegenüber alles und allem. Das ist heute sehr populär, diese Art von Theologie. Gott kann kein rachesüchtiger Gott der Offenbarung sein, behaupten sie. Solche falschen Lehren stellen Gott nur und einzig als liebenden, fürsorglichen Gott dar, der keinen Zorn hat. Doch das ist falsch. Das ist falsch. Gott hat keinen Zorn gegenüber seinen Kindern. Er hat keinen Zorn gegenüber seinen Kindern. Doch sein Zorn besteht gegenüber der Vernichtung des satanischen Geheimnisses. Deswegen gibt es den Zorn Gottes. Gottes Zorn muss sein. Es braucht ihn, den Zorn Gottes. Er muss sein, aber die frohe Botschaft darin ist, der Zorn Gottes richtet sich nicht gegen Menschen, sondern gegen alles Böse und das satanische Geheimnis, Satan selbst und den Antichristen und diejenigen, welche dem Antichristen nachfolgen. Gegenüber ihnen richtet sich dieser Zorn, nicht gegen die Heiligen, nicht gegen die Gläubigen. Jesus hat den Zorn für alle Gläubigen am Kreuz in seinem Körper aufgenommen. Er hat den Zorn Gottes in seinen Körper hineinlassen, absorbiert, damit wir nur noch Gnade und Barmherzigkeit erfahren. Als Jesus sagte, es ist vollbracht, da zog er den ganzen Zorn in seinem Körper auf sich, absorbierte diesen so stellvertretend für uns, damit wir Geliebte und Gerechte werden können. Halleluja. Preis dem Herrn. Jetzt verstehen wir, weswegen der Zorn Gottes wichtig ist.
und weswegen es den Zorn Gottes braucht und weswegen man diesen nicht aus der Bibel ausradieren kann. Das Problem ist, viele Menschen verstehen nicht oder kommen aus einer falschen Theologie heraus, die halt schon bereits in ihrer Kindheit besagte, pass auf, Gott wird eines Tages zornig über dir sein, wenn du nicht folgst. Das ist natürlich falsche Theologie. Nein, Zorn ist etwas Gutes, wenn man diesen richtig kanalisiert und steuert. Jesus war zornig, als er die Händler aus dem Tempel heraustrieb. Die Bibel sagt uns in Epheser 4 und Vers 26, schau mal, was die Bibel sagt im Epheser 4 und Vers 26, zürnt ihr, also seid ihr zornig, sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Heiliger Zorn ist okay. Zürnt ihr, so sündigt dabei einfach nicht. Also seid zornig und sündige nicht. That's okay. So no problem. It's good news für all die kanalisiere den Zorn nicht zu Menschen, sondern immerhin zur Sünde. Zorn soll der Sünde hin gerichtet sein und nicht gegenüber Menschen. Und genau das ist es. Der Zorn Gottes ist da, to kill the beast, das Tier zu erledigen. Dafür ist der Zorn Gottes da. Und deswegen braucht es ihn. Und wir können ihn nicht ausradieren aus der Bibel. Es gibt zu viele Stellen, aber er muss eben richtig verstanden werden. Also im letzten Geheimnis Gottes kommen alle anderen Geheimnisse zusammen. Ist es nicht fantastisch? Fassen wir das zusammen in einem langen, großen Satz. In diesem letzten Geheimnis, in der Vernichtung des satanischen Geheimnisses durch Gottes Geheimnis, kommt jetzt alles zusammen. Es ist wie der Höhepunkt. Und lass es mich so formulieren. Wenn das 8. göttliche Geheimnis die 2 satanischen Geheimnisse besiegt hat, dann sind sie für immer zerstört. Damit endet das Zeitalter des geheimen Königreichs, der Christenheit, und wird durch das messianische, 1000-jährige Königreich ersetzt. Die 5 Geheimnisse der Gemeinde, also das Geheimnis der 7 Sterne und Leuchter, das Geheimnis des Leibes, das Geheimnis von Christus in euch, das Geheimnis der Braut und die Verwandlung bei der Entrückung regieren dann zusammen mit dem Messias im messianischen Königreich. Das Geheimnis der Verstockung Israel ist durch die Vollzahl der Heiden erfüllt, was bedeutet, dass ganz Israel gerettet wird. Was weitergeht, sind die Ergebnisse der göttlichen Geheimnisse in alle Ewigkeit. In diesem Satz sind alle 8 Geheimnisse enthalten. Wow. Alle 8 sind hier mit drin. Preis dem Herrn. Was kommt danach? Neuer Himmel, neue Erde, kompletter Neuanfang. Die 8 göttlichen Geheimnisse, ihre Ergebnisse, ihre Resultate sozusagen, die gehen auch ins 1000-jährige Reich hinein. Und dort werden sie aktiv von uns mit Christus verwaltet und werden aktiv ausgelebt durch die Gemeinde. Halleluja. Deswegen sind 5 von diesen 8 Geheimnissen sind Geheimnisse für die Gemeinde, weil die Gemeinde wird sie aktiv verwalten, diese Geheimnisse, und aktiv ausführen im messianischen Königreich. Das göttliche Geheimnis triumphiert also über das Teuflische. Und dem wird ein für alle Mal ein Ende gesetzt. Halleluja. Praise the Lord. Das ist der Abschluss unserer Serie 8 Geheimnisse Gottes. Wir werden jetzt 10 Minuten Pause machen. Wir müssen hier schnell die Bühne einrichten. Und wir werden dann in 10 Minuten werden wir nochmals live gehen mit Live Church Interaktiv. Wir werden eure Fragen beantworten. Wir haben schon Fragen bekommen und natürlich auch per WhatsApp. Aber wir werden für gut eine Stunde für euch da sein. Und wechselt bitte den Kanal. Also dieser Livestream schaltet jetzt ab und ihr müsst dann in den neuen Livestream hineinklicken. Der wird in wenigen Minuten dann aktiviert werden. Gib uns etwa
5 oder 10 Minuten und dann werden wir, ihr seht den Countdown, und dann werden wir hinüberwechseln. I see you. Jetzt ist genau 8:00. Ich sehe euch spätestens um 8:10 Uhr. Bis bald. Tschüss zusammen, auf Wiedersehen.